Hallo meine lieben Freunde. Heute geht es einmal nicht um Spielzeug, sondern um ein ganz anderes klassisches Sammelgebiet. Aus aktuellem Anlass schiebe ich eine einzelne Folge über das Münzensammeln ein. Es wurde jetzt nämlich endlich, fast genau ein Jahr nach dem Tod von Papst Franziskus, die lang erwartete 2 Euro Vatikan Sedisvakanzmünze von 2025 ausgeliefert, mit einem ganzen Jahr Verspätung. Wen das Sammeln ganz allgemein oder die Vatikan-Euro-Münzen im Besonderen interessieren, kann heute bei diesem Video gerne dabei sein. Neben einigen Grundsatzgedanken zu den Euro-Münzen, zu den Vatikan-Münzen und das Sammelthema der Sedisvakanz packen wir die neue 2-Euro-Gedenkmünze gemeinsam aus. Wir schauen meine Sedisvakanz-Münzensammlung durch und ich gebe euch einige praktische Sammelempfehlungen. Zuerst möchte ich euch aber alle dazu einladen, euer Wechselgeld einmal aufmerksam anzuschauen. Trotz bargeldloser Zahlung hat jeder von euch einige faszinierende Münzen aus fremden Ländern in seiner Brieftasche. Es ist ein unermesslicher Schatz, der unser tägliches Leben viel spannender und interessanter macht. Im Wechselgeld der Eurozone finden wir nämlich Umlauf- und Gedenkmünzen aus 25 verschiedenen Staaten. Sie erzählen uns spannende Geschichten aus der Heimat oder aus fremden Ländern und bereichern dadurch unser Leben. Wir finden nicht nur die Münzen der 21 Euro-Staaten im Umlauf, zu denen heuer Bulgarien dazugekommen ist, sondern mit etwas Glück auch einzelne seltene Münzen der 4 Zwergstaaten, die eigentlich nicht einmal Mitglieder der Europäischen Union sind. Die Kleinstaaten sind nämlich verpflichtet, ihre gesuchten Münzen nicht nur für Sammler zu prägen, sondern mehr als die Hälfte des Wertes zum Nennwert in den Umlauf zu bringen. Vom Fürstentum Andorra habe ich nur eine einzige Münze bei einem Frankreich-Urlaub gefunden, obwohl angeblich 80% der andorranischen Münzen in verschiedenen Nominalen in den normalen Geldumlauf gebracht werden. Sie tragen zwar kein Münzzeichen, aber die geraden Jahrgänge werden in Madrid geprägt, die ungeraden in Pessac. Der Euro aus dem Fürstentum Monaco von 2016 ist mit 2,3 Millionen Stück die zweithäufigste Auflage nach 2025. Die Münze Paris prägt 0,5% des französischen Euro als Monaco-Münzen. So kommen seit 2014 jedes Jahr über 1 Million 1- und 2-Euro-Münzen von Monaco in den Bargeldumlauf. Münzen der Republik San Marino habe ich viele Male bei verschiedenen Urlauben in Rimini gefunden, dem nächstgelegenen Badeort neben San Marino. Ich habe hier verschiedene Ausgaben aus der ersten Prägeserie und nach 15 Jahren wurden 2017 die Münzmotive erneuert. Weitaus am häufigsten findet man Euromünzen vom Vatikan. Es kommen ausschließlich die 50-Cent-Münzen in den Umlauf. Diese Stücke habe ich nicht etwa aus dem Sammlershop im Vatikan, sondern aus meiner näheren Umgebung bei mir zu Hause. Eine Münze habe ich sogar einmal hoch oben am Berg in einer Almhütte als Wechselgeld bekommen. Die meisten sind noch vom deutschen Papst Benedikt XVI. Der äußerst bescheidene Papst Franziskus hat 2017 angeordnet, sein Porträt nicht mehr für die Münzprägungen zu verwenden. Ganz im Widerspruch zu den europäischen Gesetzen mussten die Münzen frühzeitig geändert werden. Die Entdeckung seltener Münzen ist immer ein großes Abenteuer.
Die Umlaufmünzen in dieser abgenützten Qualität haben zwar keinen besonderen Sammlerwert, aber ich bin besonders stolz darauf, dass ich sie selbst in meiner eigenen Brieftasche gefunden habe. Und ich möchte auch dazu anregen, die Münzen, die man täglich in der Hand hat, etwas genauer anzuschauen. Ihr werdet sicher keine wertvolle Münze finden, und die angeblichen Fehlprägungen sind eigentlich meist nur Abnützungen oder Prägeschwächen. Aber man kann ohne Kosten eine kleine Sammlung aufbauen und die Münzen einfach wieder ausgeben, wenn man sie nicht mehr braucht. Unser heutiges Thema ist die Sedisvacanz, ein Spezialgebiet der Vatikanmünzen. Die neueste 2-Euro-Sedisvacanz-Münze ist heute mit einem Jahr Verspätung endlich bei mir angekommen. Die Vatikanstadt ist mit 882 Einwohnern der kleinste Staat der Welt. Und der als Leiter der römisch-katholischen Religionsgemeinschaft gewählte Papst ist gleichzeitig auch das Staatsoberhaupt dieses Zwergstaates, ohne eigentliche Bevölkerung. Die Vatikanstadt ist zwar kein Mitglied der Europäischen Union, gibt aber im Rahmen einer zweiseitigen Währungsvereinbarung mit der Republik Italien eigene Euromünzen heraus. Wie bei 5 anderen europäischen Monarchien scheint der Papst als Staatsoberhaupt auf der Vorderseite der Umlaufmünzen auf. Bis 2016 mit seinem Porträt und auf persönlichen Wunsch des bescheidenen Papst Franziskus ab dem Jahr 2015 nur noch mit dem Papstwappen. Im Widerspruch zu den geltenden Gesetzen mussten die Münzen vorzeitig auf Wunsch des Papstes geändert werden. Außer den 50-Cent-Münzen findet man überhaupt keine anderen Vatikanmünzen im Umlauf. Man muss sie sich in offiziellen Verpackungen beim Vatikanischen Münzamt kaufen. Das hier ist noch der rote Kursmünzensatz von 2024, seit 2021 im magnetischen Folder. Der neueste verfügbare Kursmünzensatz ist der neu gestaltete weiße Satz von Papst Franziskus aus dem Jahr 2025. Der alte Papst Franziskus ist ja am 21. April 2025 verstorben. Für die Zeit zwischen dem Tod eines Papstes und der Neuwahl eines Nachfolgers ist es Tradition, Münzen mit der Aufschrift Sede Vacante zu prägen. Das heißt auf Deutsch freier Stuhl und beschreibt die Zeit, in der der Heilige Stuhl nicht besetzt ist. Die Sedisvacanzmünze zeigt einen Sonnenschirm oder das Umbraculum als Zeichen der Sedisvacanz. Im Vatikan muss ja alles einen lateinischen Namen haben. Darunter hängen die gekreuzten Schlüssel als Sinnbild für die Leitung der katholischen Kirche, die Jesus Christus dem heiligen Petrus übertragen hat. Darunter ist das Wappen des Kardinalkämmerers, der in der papstlosen Zeit die Verwaltungsgeschäfte führt und als oberster Finanzbeamter die Münzprägungen verantwortet. Daneben ist es auch Tradition, den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube für die neue Papstwahl anzurufen. Am 8. Juli 2025 wurde die 2-Euro-Sedisvacanz-Gedenkmünze im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Als offizielles Ausgabedatum wurde der 27. Oktober 2025 angekündigt. Aber letztlich wurde die Münze erst am 4. Februar 2026 ausgegeben. Ich habe die Münze sofort am selben Tag bestellt und die übliche Versandzeit hat bis heute gedauert. Es sind ja Zehntausende Sendungen, die verschickt werden müssen. Schon mit der Euro-Einführung 2002 habe ich mich damals bemüht, in die Sammlerliste des Vatikan aufgenommen zu werden.
Früher bekam man dann immer wieder nette Post vom Heiligen Vater mit schönen Informationen über die Neuausgaben der Münzen und Briefmarken. Für die registrierten Sammler sind immer die Münzen reserviert, die man üblicherweise kauft. Man brauchte nur das Bestellformular auszufüllen und mit dem beiliegenden Rückumschlag zurückzusenden. Seit vielen Jahren habe ich das natürlich schon mit E-Mail gemacht. Die vatikanische Münzprägung ist zurzeit sehr stark im Rückstand, weil das Briefmarken- und Münzamt vom Vatikan von Oktober 2024 bis Juli 2025 wegen einer größeren Umstrukturierung vollständig geschlossen war. Von November 2024 bis Februar 2025 wurden wir alten Sammler neu registriert. Am 24. Juli 2025 startete dann der neue Internetverkauf. Wegen diesem Rückstand ist am 3. Juli 2025 zuerst noch die zweite 2-Euro-Gedenkmünze von 2024 herausgekommen. Die erste 2-Euro-Gedenkmünze mit dem heiligen Thomas von Aquin gab es noch vor der Schließung im Juli 2024. Die zweite Gedenkmünze von 2024 mit Guglielmo Marconi gab es dann erst ein Jahr später im November 2025. Seit 2021 gibt es statt dem alten Folder den neuen Magnetschuber. Die erste Münze mit der Inschrift vom neuen Papst Leo XIV. War unweigerlich die regelmäßig erscheinende 25€ Weihnachtsmünze in Silber vom 13. November 2025. Als allererste 2-Euro-Gedenkmünze des Jahres 2025 ist erst am 4. Februar 2026 die 2 € Sedis-Vakanzmünze in den Verkauf gekommen. Jeder eingetragene Sammler hat ein bestimmtes Münzkontingent, das er höchstens bestellen kann. Ich habe in der letzten Zeit immer nur eine Münze gekauft, ich habe aber gerade gesehen, dass mein Kontingent inzwischen auf 3 Münzen erweitert wurde, wahrscheinlich wegen dem schlechten Absatz. Die letzten 2-Euro-Gedenkmünzen haben 20€ das Stück gekostet. Die Sedis-Vakanzmünze steht mit 25€ Listenpreis im Shop. Aber Vorsicht, bei der Bestellung kommt dann noch die Steuer und die Versandkosten dazu. Mit Steuer sind wir schon über 30€ und dann sind noch die Versandkosten. Die Münzausgabe kann nur von eingetragenen Sammlern bestellt werden. Wenn ihr daran Interesse habt, dann registriert euch einfach im Internetshop CFN des Vatikanischen Münzamtes und schreibt eine Mail mit eurer Kundennummer, dass ihr die Münze gern kaufen möchtet. Sie schaut wie gesagt wie ein Ladenhüter aus und ich bin sicher, dass ihr in einigen Monaten eine zugeteilt bekommt. Bei mir hat es jedenfalls immer funktioniert. Lasst euch aber keinesfalls dazu verleiten, irgendwelche Produkte zu bestellen, die ihr nicht braucht. Heute ist das Paket mit der neuesten Gedenkmünze eingetroffen. Die Münzen werden seit einem Jahr mit Kurier verschickt. Es wurde mit einer neuen, besonders ökologischen Verpackung geworben. Davon bemerke ich aber nicht viel. Bisher wurden die Münzen nämlich in einem dünnen Briefumschlag, geschützt von einem zusammengefalteten Karton, als Einschreiben mit der Post verschickt und der Briefträger hat sie einfach vorbeigebracht. Im neuen großen Paket mit Plastikverpackung für die kleinen Münzen kann ich keinen Fortschritt in der Umweltfreundlichkeit erkennen. In der Kunststoffversandtasche mit den vielen Aufklebern des Schnellkuriers steckt ein riesengroßer, zweimal zusammengefalteter Luftpolsterumschlag mit dem Zeichen des CFN, der Briefmarken- und Münzenverkaufsstelle des Vatikan.
In diesem Luftpolsterumschlag ist ein zusammengefalteter Karton eingewickelt, in dem lose die bestellten Münzen liegen. Ich habe mein volles Kontingent von 3 Münzen ausgeschöpft. Inzwischen habe ich gesehen, dass es wieder erweitert wurde, weil noch nicht einmal die Hälfte der 75.000 Münzen verkauft werden konnte. 2025 haben die Münzfolder erstmals eine neue grafische Gestaltung bekommen. Bisher waren sie ja nach Jahr einfärbig und hatten einen goldenen Prägedruck. Jetzt sieht man eine schöne grafische Gestaltung mit der Kuppel des Petersdomes. Seit 2021 sind die Folder ja neue Magnetschuber, die im Deckel ein Verschlussmagnet eingebaut haben, genauso wie wir es schon lange von San Marino gewohnt sind. Zum Glück ist der Vatikan aber nicht dazu übergegangen, die Münzen in die Kunststoffblister einzuschweißen. Sie sind weiterhin nur in den ausgestanzten Karton eingedrückt und die transparente Kunststofffolie ist darüber geschoben. Auf der Rückseite des Blisters befindet sich ein Aufkleber mit der Seriennummer. Das ist mir bis jetzt noch bei keiner 2-Euro-Vatikan-Münze aufgefallen. Meine Münze hat die Nummer 21.563. Ich befinde mich also ungefähr im Mittelfeld. Mit dem heutigen Stand vom 28. April 2026 wurden nämlich noch nicht einmal 40.000 Stück von der Gesamtauflage von 75.000 verkauft. Wie bei allen Ausgaben vom Vatikan ist die Münze nur in den Kartonrahmen eingedrückt. Das ist gut, damit man die Münze jederzeit herausnehmen und wieder einsetzen kann, ohne dass man den Blister aufschneiden oder beschädigen muss. Wenn man eine Münze aus seinem Sammelsystem wieder herausnimmt und verkaufen will, dann kann man sie leicht wieder in den originalen Blister einsetzen. Die 2-Euro-Gedenkmünze ist ein offizielles Zahlungsmittel im gesamten europäischen Währungsraum. Die Münze hat ganz genau die gleichen technischen Merkmale wie die anderen üblichen 2-Euro-Münzen. Auf der gemeinschaftlichen Rückseite sehen wir die Wertangabe und die neue Europakarte aus der zweiten Prägeperiode von 2007. Das Münzbild wurde vom belgischen Münzdesigner Luc Louix entworfen, dessen Initialen LL man rechts unter der Europakarte findet. Aus numismatischer Sicht muss ich nochmals klarstellen, dass die gemeinschaftliche europäische Wertseite mit der Zahl die Rückseite der Münze ist. Die Randprägung ist eine feine Rändelung mit abwechselnd einen Stern und einen aufrecht und auf dem Kopf stehenden Zweier. Auf der nationalen Vorderseite ist außen immer ein Ring mit den 12 Sternen, der nicht für das Motiv benutzt werden darf. Im inneren Feld steht in der Umschrift zuerst der Herausgeber, Città del Vaticano, gefolgt vom Schriftzug Sede vacante. Unten steht in römischen Zahlen die Jahreszahl 2025 zwischen 2 Punkten. Oben rechts am Rand sehen wir noch eine kleine stilisierte Taube als Symbol des Heiligen Geistes, der die Kardinäle beim Konklave leiten soll. Das Münzmotiv ist das Sedis Vacants Wappen, bestehend aus dem Sonnenschirm und den gekreuzten Schlüsseln und dem Wappen des Kardinalkämmerers als oberster Regierungsbeamter in der papstlosen Zeit. Das Kardinalswappen besteht aus dem Kardinalshut mit den 30 Quasten, die links und rechts herunterhängen, und in der Mitte steht ein Kreuz. Der Kardinalkämmerer ist Kevin Joseph Farrell. Sein Wappen zeigt einen rot-goldenen geteilten Löwen, der vom irischen Wappen der O'Farrells stammt. Der Löwe steht auf einem silbernen Hügel, der die Einsiedelei des heiligen Kevin, den Namenspatron des Kardinals, symbolisiert.
Das Feld des Wappens ist gold und blau geteilt. Unten steht auf einem Schriftband der Leitspruch State in fide. Das bedeutet zu Deutsch: Steh fest im Glauben. Es ist ein Bibelzitat aus dem 1. Korintherbrief. Jede Münze ist ein kleines Kunstwerk, eine Skulptur im Taschenformat, die von Künstlern geschaffen wurde. Auf allen italienischen Münzen sind, wie wir schon auf der Rückseite gesehen haben, die Künstler mit ihrer Signatur verewigt. Auf der rechten Seite steht unter dem Schriftband der Name der Künstlerin Orietta Rossi, die die Münze gestaltet hat. Auf der linken Seite erkennen wir die Initialen SB für die Münzgraveurin Silvia Petrassi, gefolgt von den Buchstaben Inch als Abkürzung für Incisore, das Graveurin bedeutet. In der Mitte links über der Jahreszahl steht der Buchstabe R für die Münzstätte Rom. Es ist nämlich das IPZS, das Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, die italienische Staatsdruckerei und Münzstätte, die die Münze geprägt hat. Die Sedisvakanzmünzen kommen regelmäßig in ähnlicher Form heraus. Deshalb sind sie schon ein eigenes Untersammelthema der Vatikanmünzen. Die Sedisvakanzmünzen dürfen laut EU-Verordnung Nummer 729 von 2014 nur noch Gedenkmünzen sein, wie diese 2-Euro-Gedenkmünze der Sedisvakanz von 2013, nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Für die Sedisvakanz von 2005, nach dem Tod von Johannes Paul II., wurde einmalig die nationale Seite des gesamten 8-teiligen Kursmünzensatzes mit allen Nominalen mit dem Sedisvakanzmotiv geprägt. So einen einmaligen Kursmünzensatz hat es auch früher bei der Sedisvakanz niemals gegeben. Diese Änderung aller Umlaufmünzen für nur eine einzige Ausgabe ist heute auf keinen Fall mehr zulässig. Deshalb wird dieser vollständige Kursmünzensatz immer einmalig bleiben. Johannes Paul II. War ja 26 Jahre lang im Amt. Deshalb gab es die letzte Sedisvakanz im Jahr 1978. Und da gab es leider gleich 2 in einem einzigen Jahr. Davon zeugen die 2 500-Lire-Gedenkmünzen. Eine ist mit September 1978 beschriftet und trägt die üblichen Darstellungen vom Wappen, vom Kardinal Kämmerer auf der Rückseite und vom Heiligen Geist auf der Vorderseite mit dem traditionellen Ruf Veni Sancte Spiritus. Einmalig beim Münzdatum ist die Angabe des Monats September 1978. Im selben Jahr gab es nämlich auch schon im August eine zweite Sedisvakanz. Der am 26. August neu gewählte Papst Johannes Paul I. mit dem bürgerlichen Namen Albino Luciani ist nämlich bereits schon am 28. September verstorben. Von diesem Pontifikat gibt es nur eine einzige Münze, die 1000 Lire Silbermünze in diesem weißen Folder, die erst nach dem Tod des Papstes herausgegeben werden konnte, mehr oder weniger als Gedenkmünze. Das ist jetzt die zweite 500 Lire Sedisvakanzmünze von 1978 zum Gedenken an die Sedisvakanz vom 6. bis zum 26. August. Wir haben dasselbe Wappen des Kardinalkämmerers Jean-Marie Villot, allerdings ganz anders gestaltet, mit einem breiteren Sonnenschirm, und die Jahreszahl ist in der oberen Zeile. Auch der Heilige Geist hat einen viel prachtvolleren Heiligenschein. Bei der zweiten Münze im September ist er viel schlichter gestaltet.
Der Vorgänger von Johannes Paul I. war Papst Paul VI. Ich habe hier noch den 8-teiligen Kursmünzensatz von 1964. Er enthält noch alle Nominale von der 500 Lire Silbermünze bis zu den 1- und 2-Lire Münzen in Aluminium, die 1978 weggelassen wurden. Papst Paul VI. Hat ja 1964 während dem Zweiten Vatikanischen Konzil seine Papstkrone verkauft und das Geld den Armen gespendet. Die lange Reihe der sympathischen und unkonventionellen Päpste reißt also nicht ab. Das hier ist die 500 Lire Sedisvakanzmünze von 1963, die nach dem Tod vom charismatischen Papst Johannes dem 23. geprägt wurde. Den Papst sieht man hier auf dieser 500-Lire-Münze aus seinem vorletzten Jahr 1962 noch mit der Papstkrone auf dem Haupt. Auf der Rückseite sieht man das Zweite Vatikanische Konzil, das Papst Johannes der 23. 1963 einberufen hat. Während dem Konzil ist er dann verstorben. Die nächste 500 Lire Sedisvakanzmünze gibt es 1958. Die nächste 500 Lire Silber-Sedisvakanzmünze von 1958 gibt es auch mit einem Prägefehler in der Randprägung. Allerdings ist in diesem Fall der Prägefehler der häufige Typ. Vom vorhergehenden Papst Pius XII. Habe ich hier nur die 100 Lire Edelstahlmünze, die 1955 das erste Mal geprägt worden ist. Diese hier ist von 1956, typisch ist das niedrige Münzrelief, weil die Edelstahlmünzen sehr viel Prägekraft brauchen. Bis 1946 gab es schöne 5- und 10-Lire-Münzen aus Silber. Hier sieht man die 10-Lire Silbermünze von der Sedisvakanz 1939. Mit der wunderschönen, tiefen, erhabenen Reliefprägung, wie man sie heute nicht mehr findet. Mit 27 mm Durchmesser und 10 Gramm Gewicht und einem glatten Rand. Die letzte Münze in dieser Reihe ist die 10-Lire Silbermünze vom Papst Pius XI. Die letzte Münze in dieser Reihe ist die 10-Lire Silbermünze von Papst Pius XI. Von 1936. Der heutige Stadtstaat der Vatikanstadt wurde ja erst 1929 durch die Lateranverträge gegründet. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf einige neuere Silbergedenkmünzen. Neben der 2-Euro-Gedenkmünze ist nämlich auch die übliche Sedisvakanz-Silbermünze herausgekommen. Dieses Mal in der Form einer rechteckigen 25-Euro-Münze, einmal in Normalprägung und einmal in polierter Platte einseitig koloriert. Ich habe diese Münze diesmal nicht gekauft, weil mich eigentlich nur die Umlaufmünzen interessieren. Früher habe ich anfangs auch die 5 und 10 Euro Silbermünzen gesammelt, die damals 40 oder 45 Euro gekostet haben, damit ich schneller in die Sammlerliste hineinkomme. Den Großteil der Silbermünzsammlung habe ich wieder auf eBay versteigert, allerdings konnte ich sie nur mit großem Verlust absetzen. Einzelne Münzen habe ich zurückbehalten, die ich euch jetzt zeigen kann. Hier sind die 5 Euro Silber Sedisvakanzmünzen von 2005 und 2013. Der Hochglanz-Außenkarton ist mit dem Wappen der Sedisvakanz bedruckt, mit der alten Aufschrift Briefmarken- und Münzamt der Vatikanstadt und die Aufschrift Silbergedenkmünze 5 Euro Sedisvakanz 2005. Im Karton ist das hochwertige Etui, das 2005 von weißem Stoff überzogen ist. An der Oberseite gibt es einen Goldaufdruck mit dem Sedisvakanz-Wappen.
An der Innenseite gibt es im samtbezogenen Deckel ein bedrucktes Band, in das das übliche kleine dreiteilige Faltblatt aus durchscheinendem Pergamentpapier mit den technischen Daten der Münze eingesteckt ist. Die 5 € Silbermünze in Prägequalität polierte Platte ist in einer Münzkapsel eingepackt. Sie ist mit der Zeit an den Rändern schon ziemlich angelaufen. An der Vorderseite haben wir das von einem Quadrat eingerahmte Motiv vom Heiligen Geist und auf der Rückseite ebenfalls in einem Quadrat das Sedisvakanzwappen. Eine ganz ähnliche Verpackung hat auch die Münze von 2013. Die zweite 5 € Silbergedenkmünze der Sedisvakanz von 2013 liegt in einem weißen Etui aus Kunstleder mit einem silbernen Aufdruck des Sedisvakanzwappens. Auf der Rückseite haben wir wieder das Umbraculum und das Wappen des Kardinalkämmerers und auf der Vorderseite die Darstellung des Heiligen Geistes mit der Aufschrift Veni Sancte Spiritus. Es ist ein jahrhundertealtes traditionelles Münzmotiv, das auf den nur einseitig gestalteten 2 € Gedenkmünzen leider keinen Platz mehr findet. Diese 2 Silbermünzen habe ich noch in meiner Sammlung behalten, gemeinsam mit 3 Gedenkmünzen von Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Von ihm habe ich eine 10 € Silbergedenkmünze von 2005 zum Eucharistischen Jahr mit einem schönen Porträt mit dem reich verzierten Pallium um den Hals. Die Vorderseite zeigt die 2 Emmausjünger, die mit Jesus am Tisch sitzen. Von Johannes Paul II. Habe ich 2 Münzen, einmal eine 10 € Silbergedenkmünze in polierter Platte vom Weltfriedenstag 2004. Die Münze ist sehr schön. Gestaltet. Auf der Rückseite ist der vom Altar gezeichnete Papst betend mit seinem Hirtenstab. Über ihn strahlen die Worte Frieden in verschiedenen Sprachen. Auf der Vorderseite sieht man den knorrigen Baum des Lebens, der in den Tugenden wurzelt: Freiheit, Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit. Aus der alten Lirezeit habe ich noch eine 500 Lire Silbergedenkmünze vom 50-jährigen Priesterjubiläum mit einem noch schöneren Porträt von Johannes Paul II. Auf der Vorderseite gibt es dann ein Bildnis vom guten Hirten, der seine Herde weidet, begleitet von der Jungfrau Maria mit dem Jesukind. An den Silbermünzen stört mich die aufwendige Verpackung. Es macht mir große Freude, die Münzen immer wieder durchzusehen und zu vergleichen. Bei dieser dreifachen Verpackung in Karton, Schatulle und Münzkapsel sind die Gedenkmünzen wirklich sehr unhandlich und brauchen in größerer Anzahl auch einen größeren Lagerraum. Bei den Silbergedenkmünzen mahne ich zur Vorsicht, sie sind nämlich nur etwas für ganz besondere Kenner und Liebhaber. Ich kann sie auf keinen Fall jemanden als Wertanlage empfehlen. Ich habe sie nämlich jahrelang gekauft, um 40 bis 45 € direkt von der Ausgabestelle. Als ich mit der Sammlung aufgehört habe, konnte ich sie auf eBay nur noch mit Verlust verkaufen, obwohl ich sie direkt ohne Zwischenhändler gekauft hatte. Bei den 2-€-Münzen hingegen gibt es einen viel größeren Sammlerkreis im ganzen europäischen Währungsraum und sie passen in die verschiedenen Sammlungskonzepte sehr gut hinein und lassen sich auch mit anderen Euro-Länder-Sammlungen. Wer es bis jetzt bei diesem Video ausgehalten hat, der muss wirklich ein interessierter Münzensammler sein. Es muss jeder für sich selbst beurteilen, ob er überhaupt eine 2-€ um 30 € kaufen möchte. Aber wenn jemand von den Zusehern Interesse hat, dann kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe nämlich eine zusätzliche Münze mitgekauft, die ich nicht brauche. Ich kann sie gerne an jemanden abgeben. Ich habe dafür mit Mehrwertsteuer und Versand 32 € bezahlt.
Die Münze wird zurzeit auf eBay ab 95 € aufwärts angeboten. Wenn jemand daran Interesse hat, kann ich sie ihm gerne zum Selbstkostenpreis von 32 € weitergeben, wenn wir einen Weg für den Versand finden. Ihr braucht euch einfach nur in den Kommentaren melden. Oder wer es gerne privat mag, einfach eine E-Mail an floripi@yahoo.com. Das ist hier kein Verkauf und keine Verlosung, sondern nur eine persönliche private Weitergabe einer gebrauchten Münze von Sammler zu Sammler. Meine treuesten Abonnenten und Zuseher haben natürlich den absoluten Vorrang. Sollte es mehrere Interessenten geben, dann entscheide ich mich am 7. Tag nach der Veröffentlichung dieses Videos, wer die Münze bekommt. Es gibt dabei für niemanden irgendein Einspruchsrecht. Es ist eine kleine Belohnung für jemanden, der es in diesem Video bis zum Schluss ausgehalten hat. Das war jetzt alles mit dem ersten außerplanmäßigen Video zum Münzensammeln. Wenn ich meine Videos über die alten Systemspielzeuge abgeschlossen habe, kann ich je nach Interesse einige wenige Videos über andere Sammelgebiete machen, für kleine Einblicke oder Tipps oder ganz einfach, um mich mit gleichgesinnten Sammlerkollegen auszutauschen. In den nächsten Monaten geht es jedenfalls wie gewohnt weiter mit dem Spielzeug, deshalb betrachtet dieses Video bitte nur als einmalige Kostprobe aus aktuellem Anlass. Ich bedanke mich bei euch allen und wünsche euch noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.